Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 24. September erschien das Video, das letzte Infovideo, in Zukunft nur noch Formate oder gar nichts. In diesem kündigt Rainer Anzeigen an und droht mit Vorstrafen für Cybermobbing. Er fordert die Hater auf, alles über ihn zu löschen, da die Polizei sonst ihre IP finde und sie anzeige. Auch erzählt er, zurzeit wieder mehr Sport und vor allem Kampfsport zu machen. Daraufhin redet er darüber, am Samstag in Nürnberg Fans getroffen zu haben. Für den Oktober plant er ein Interview. Am 26. September erschien dann das neue Format Drachenlord zeigt euch Animes Nummer 1. Darin gibt er eine Challenge bekannt, in der es darum geht, ihn als Anime-Charakter zu zeichnen. Am 28. September erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 18. Weiter geht es nun so, das hauptsächlich aus Ankündigungen besteht. Am 1. Oktober erschien das Video Blödsinnsvlog Nummer 1. Darin präsentiert er stolz seine Kameras und Videoeffekte. Am 4. Oktober erschien das Video #FragDrache Nummer 1, die perfekte Frau. Darin beantwortet er verschiedene Fragen der Zuseher. Er behauptet, er würde mit Fans grundsätzlich keine romantische Beziehung eingehen. Er gibt zu, zurzeit Gefühle für eine Frau zu haben, die etwas jünger ist als er. Am selben Tag gab er auf AskFM an Magie zu glauben. Am 5. Oktober erschien Vlog des Drachen Nummer 18, Aggression und Metal. In dem Video zeigt er sich sichtlich genervt, obgleich Probleme mit seinem PC, und redet sich in Rage, als er über Kritik von seinen Zusehern zu sprechen kommt. Er beginnt dann, Subgenre des Metal aufzuzählen und nennt dabei auch einige, die nicht existieren. Am selben Tag erschien dann Vlog des Drachen Nummer 18, Nachtrag die Anime-Bilder. Bei einem der Bilder steht Hitler in Katakana auf dem T-Shirt des Drachenlord, ein anderes enthält die Zahl 88. Andere Zeichnungen machen sich deutlich weniger subtil über Rainer lustig. Am 7. Oktober lud Rainer das Video Blödsinnsvlog Nummer 2 Lehrer grüßen hoch. Darin grüßt er einige seiner alten Lehrer. Angeblich war er mit der Drachenlady unterwegs und besuchte dabei auch seine alte Schule. Am 8. Oktober erschien Drachenlord Fanpost Nummer 4, 1 von 2. In dem Video gibt er an, besondere Autogrammkarten an schöne Frauen zu verschicken. Am 10. Oktober erschienen Blödsinnsvlog Nummer 3, neues Headset und Handy, und Drachenlord Fanpost Nummer 5, 2 von 2. Darin gibt er an, schon sein ganzes Leben gewusst zu haben, irgendwann berühmt zu werden. Auch hält er seine Stimme für sehr erotisch für Frauen. In einem Fanbrief, offensichtlich von einem Troll, behauptet der Verfasser, gerne Hip-Hop zu hören und dafür regelmäßig von Metalheads verprügelt zu werden. Rainer geht darauf ernsthaft ein, versucht Metal zu verteidigen, beleidigt aber im Endeffekt Black Metal. Viele der Black Metaler, und da werden mir die Black Metaler definitiv zustimmen, sind größtenteils echt Assis. Er kündigt ein Video über seine Meinung zu Drogen und Alkohol an. Danach liest er einen Brief aus Genua vor, ist aber nicht in der Lage, vermutlich auch aufgrund der Handschrift, weder Italien noch Genua korrekt vorzulesen. Hallo, lieber Drache, schöne Grüße aus Helan. Halien. Genauer gesagt aus Genau. Am 11. Oktober erschien das Video Neues Shindai-Programm, deswegen diese Woche keine Videos. Darin erklärt er, sich ein neues Programm zum Schneiden von Videos gekauft zu haben. Auch berichtet er, gestern in der Sauna gewesen zu sein.
Am selben Tag lud jemand auf CrowdChan ein Video hoch, in dem er auf ein Foto der Drachenlady onaniert. Am 13. Oktober erstellte Rainer den Kanal Drachenvlog, den er jedoch kurz später wieder löschte. Am 16. Oktober änderte die Drachenlady ihren Beziehungsstatus auf Facebook auf in einer Beziehung, woraufhin Rainer kommentierte: Darf man fragen, mit wem? Am 17. Oktober eröffnete Rainer seinen neuen Kanal Drachenvlog. Auf seinem Hauptkanal erschien das Video Durchsage wegen neuem Kanal und zukünftigen Verfahren. Darin verlautbart er, seine Facebook-Seite gelöscht zu haben. Auch sollen in Zukunft auf seinem Hauptkanal hochwertige Videos kommen, während der Vlogkanal für sonstige Formate dienen soll. Auf dem Vlogkanal erschien das Video Trailer Drachenvlog, in dem er hauptsächlich neue Formate ankündigt. Am 18. Oktober erschien #FragDrache Nummer 2 Frag mich unterwegs. Darin spaziert er an einer vielbefahrenen Straße entlang und beantwortet Fragen der Zuseher. Am 19. Oktober erschien das Video Waag in der Rockfabrik Nürnberg. Darin berichtet er, die Band Waag live gesehen zu haben und auch vom Drummer erkannt worden zu sein. Am 20. Oktober lud Rainer das Video Top 5 die komische Hip-Hop-Sachen hoch. Bei seinem Versuch, die mit Hip-Hop assoziierte Kultur zu parodieren, machte er sich hauptsächlich lächerlich und erntete dafür viel Kritik. Wie für ihn üblich, reagierte Rainer mit trotzigem Verhalten, Wut und Beleidigungen auf die Kritiker, wodurch diese sich nur weiter bestätigt fühlten. Wie sehr ihm diese Auseinandersetzungen nahe gingen, merkt man in einem Instagram-Video, das an diesem Tag erschien. Darin versucht er zu beweisen, dass er über gehässige Kommentare lacht, jedoch sieht es aufgrund seiner roten Augen eher so aus, als ob er geweint hätte. So Leute, schaut euch das mal an. Der Typ meint, ich heul wie ein kleines Mädchen. Blöd kann man auch sein, oder? Du bist echt für Lacher gut gewesen bisher. Am 21. Oktober ließ sich Rainer beim Friseur die Haare färben. Daraufhin erschien auch gleich das Video Vlog des Drachen Nummer 1 Lasset das Vlogen beginnen. Am 23. Oktober erschien Vlog des Drachen Nummer 2 Immer diese Mitternachtsideen. Darin berichtet er, nachts vor dem Einschlafen eine gute Idee für ein Video gehabt zu haben. Und zwar will er ein Video über das Thema Sex machen. Auch behauptet er, wissenschaftliche Studien darüber zu lesen. Dann äußert er sich über den YouTuber Creeper Darkos, der einen Drachenlord-Distrack gemacht hat, und beleidigt diesen. Creeper Darkos hatte zu dieser Zeit ähnlich wie der Drachenlord ein Publikum, das hauptsächlich aus Trollen bestand. Jedoch schaffte Creeper Darkos durch sympathisches Auftreten und Ignorieren von Hater-Kommentaren seine Gefolgschaft ihm gegenüber freundlich zu stimmen. Später sollte er es, im krassen Gegensatz zum Drachenlord, auch schaffen, sich aus dem Internet zurückzuziehen, eine Arbeit zu finden und sein Leben umzukrempeln. Am 24. Oktober erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 3 YouTube wegen verkehrswidrigen Verhalten angezeigt. Darin erklärt Rainer, dass zwischen ihm und Creeper Darkus kein böses Blut herrscht. Dann kommt er darauf zu sprechen, dass jemand Rainer mittlerweile angezeigt hatte wegen verkehrswidrigen Verhaltens, aufgrund seines Videos vom 16. September, in dem er sich selbst beim Autofahren gefilmt hatte. Auch schreibt Rainer mittlerweile mit Fans auf Skype und plant, seinen YouTube-Kanal als Nebengewerbe anzumelden. Am 25. Oktober erschien das Video Sexuelle Aufklärung mit Drache, Folge 1, ein Anfang. Darin bittet er die Zuseher, ihm Fragen zu schicken. Auch behauptet er, erst im Alter von 21 Jahren seine Bisexualität entdeckt zu haben. Am selben Tag lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 4 Hamsteralarm, der Käfig muss sauber sein hoch. Darin zeigt er, wie er seine Hamsterkäfige reinigt. Am 26. Oktober erschienen 3 Videos: Blödsinns-Vlog Nummer 1 Halloween-Schminke, Vlog des Drachen Nummer 5 Facebook-Account und Seitefehler und Drachenlord-Fanpost Nummer 6 zweimal ein und zweimal Genre. Im Fanpost-Video behauptet er, da ihm jemand eine Münze geschickt hat, dass das Verschicken von Geld strafbar sei und er es nicht annehmen dürfe.
er kündigt an, das Geld zurückzuschicken. Am 28. Oktober erschien Sexuelle Aufklärung mit Drache, Fragen Nummer 1. Darin rechtfertigt er sich erst für den Greenscreen hinter ihm, behauptet, das sei bewusst so. Dann verlautbart er, keine Jungfrau mehr zu sein. Er gibt an, dass laut einer wissenschaftlichen Studie 80% aller Personen ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht gemacht haben und dass dies bei ihm auch der Fall war. Am selben Tag erschien Vlog des Drachen Nummer 7, nicht spicken. Zu Beginn des Videos singt er zu der Melodie von Halleluja, trifft jedoch die Töne nicht und kündigt an, ein Cover von dem Lied machen zu wollen. Am 29. Oktober erschien Halloween Top 10 Horrorspiele. Er verlautbart, einen Kumpel um eine Liste für 10 gute Horrorspiele gebeten zu haben und diese auch gegen Bezahlung bekommen zu haben. Am selben Tag erschien auch Vlog des Drachen Nummer 8, schon wieder ein Geburtstag. Darin verlautbart er, zu versuchen, seinen Schlafrhythmus zu reparieren und am morgigen Tag einen Termin bei seiner Bank zu haben. Am 30. Oktober lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 9, spricht mal offen hoch. Darin zeigt er sich wütend und genervt, obgleich der Resonanz auf sein Video über Horrorspiele. Auch wurde er in den Kommentaren arrogant genannt. Er behauptet, erneut abzunehmen und viel Sport zu machen. Anschließend regt er sich auf über Videos, die sich über ihn lustig machen, gibt zu, dass diese zu melden Zeitverschwendung ist und plant, in Zukunft diese Zeit gewinnbringender in Masturbation zu investieren, da dadurch mehr Endorphine ausgeschüttet werden würden. Zusätzlich geht er davon aus, sobald er auf YouTube groß genug ist, würden Hater ihre Videos löschen, da sie sich dann dafür schämen würden. Das Video ist als Wutausbruch zu klassifizieren. Am 31. Oktober erschien Halloween Special 2014, leider nicht das, was ich wollte. Für das Video hat er sich extra geschminkt, ein paar Jumpscares eingebaut und seine Stimme verstellt. Am 3. November erschienen Vlog des Drachen Nummer 10, 3 Tage kein Vlog und Blödsinns-Vlog Nummer 2, Auto, Rewe und Eier, so muss das. Darin filmt er, wie er mit dem Auto zum Rewe einkaufen fährt. Am 5. November erschien das Video Drachenlord Fanpost Nummer 7, echt geiler Brief. Darin zeigt er sich überrascht angesichts der vielen Hater mit dem Namen Bernd. Scheinbar begann CrowdGen Rainer langsam zuzusetzen. Am 7. November lud Rainer die Videos Vlog des Drachen Nummer 13, meine Dummheit und Sexuelle Aufklärung mit Drache Folge 2, Offenheit beim Sex hoch. Darin empfiehlt er den Zusehern, generell offen mit dem Thema Sex umzugehen. Dann rät er Männern an, Prostatamassage zumindest einmal zu versuchen. Auch erwähnt er einige eher ausgefallene Paraphilien. Am 11. November erschien Vlog des Drachen Nummer 14 über mich. Darin erzählt er, nach der Schule die ersehnte Ausbildung zum Lageristen nicht bekommen zu haben. Rainer machte eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, konnte aber keine Lehrstelle finden. Daraufhin meldete er sich bei Zeitarbeitsfirmen an, fand einen Job und verprasste das damit verdiente Geld immer sehr schnell. Jedoch konnte er sich mit den Schichten nicht abfinden und ging von einer Firma zur nächsten, bis er schlussendlich eine Festanstellung in einer Firma fand, die er jedoch nach etwa einem Jahr wieder verlor. Daraufhin berichtet er, wie gerne er Weihnachten mag und beteuert, Halloween basiere auf einem alten germanischen Brauchtum. Am 14. November erschien Vlog des Drachen Nummer 16, Radiosender. Darin kündigt er an, nun einen Internetradiosender zu betreiben. Wenig überraschend sollte der Chat auf seinem Radiosender voller Hater sein und Rainer sich während der Übertragung hauptsächlich über Hater beschweren und kaum Metal spielen. Am 19. November erschien das Video Drachenlord Folge 1, komm in mein Bett. Darin geht er auf Kommentare seiner Zuseher ein und versucht, witzige Antworten zu geben. Wie bei vielen seiner letzten Videos merkt man, dass er sich Mühe gibt, die Qualität zu steigern. Am selben Tag lud Rainer auch das Video Blödsinns-Vlog Nummer 4, eine Rasur kommt mit Rock'n'Roll hoch. Dabei filmt er sich selbst beim Rasieren, wofür er sein Shirt auszieht und seinen haarigen Oberkörper präsentiert. Am 21. November erschien Blödsinns-Vlog Nummer 5, Format Drachenlord Outtakes.
In dem Video präsentiert er einige Outtakes aus seinen Videos und erzählt, wie es dazu kam. Man merkt, wie schwer ihm bereits etwas komplexere Sätze fallen, da er sich ständig verspricht. Am Abend streamt er noch spontan auf Twitch. Wie schon bei seinem Radiosender bestand der Chat hauptsächlich aus Hatern. Am 22. November erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 20, 12-Stunden-Stream auf Twitch. Darin kündigt er an, von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens zu streamen und zeigt dann kurz den Chat vom gestrigen Stream, in dem jemand das Regenbogenschaf grüßt. Sein 12-Stunden-Stream sollte nur etwa 4 Stunden dauern, bis in die frühen Morgenstunden des 23. November. Auch bestand der Chat fast nur aus Trollen, die gegen Ende des Streams fast alle gebannt worden waren. Am 24. November erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 21 Änderung im Plan, in dem er ein Interview mit dem Radiosender Radio Z ankündigt. Am 25. November lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 22 T-Shirt hoch. Darin präsentiert er ein neues T-Shirt-Design in seinem Online-Shop und kündigt an, sein sexuelle Aufklärung-Format zu beenden, da es nicht ernst genommen wird. Am 26. November erschien Vlog des Drachen Nummer 23, mein neues T-Shirt ist da. Darin präsentiert er stolz sein neues Shirt in XXXL, das ihm gerade geliefert wurde. In einem Stream verlautbarte er, mit rechtlichen Schritten gegen Lachschon vorgehen zu wollen. Am 28. November erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 24 Metal Drachen Armee. Darin behauptet er, die Trolle bewusst genutzt zu haben, um seinen Kanal bekannter zu machen. Während ich mal 50 Trolle anschreibe, sind 50 Trolle so angepisst, dass die weitere Videos machen und damit weitere Trolle anschreiben, die dann wieder auf meinen Kanal kommen. Und dadurch pushe ich weitere Trolle, die dann hergehen und neue Videos machen. Und dadurch macht ihr dummen Trolle und Hater den Fehler, dass ihr alles weitermacht und dann erkennen aber nicht 50 Leute die Videos, sondern mal 1000 oder 2000 oder 3000 Leute. Und das ist auch der Grund dafür, warum meine Drachenlord-Videos und auch meine Drachen-Vlog-Videos mehr als 1000, 2000 Views teilweise haben. Rainer geht jedoch davon aus, dass durch den Wachstum seiner Zuseherschaft die Trolle eventuell eine Minderheit darunter werden und fordert seine Fans auf, sich als #MetalDrachenarmee zu bezeichnen. Am 30. November erschien das Video #FragDrache Nummer 3 Weihnachten. In dem Video gibt er wieder vor, je nach Interpretation eine Freundin zu haben oder schon eine gehabt zu haben. Am 1. Dezember lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 25 Langer Advent hoch. Darin zeigt er sich verzweifelt gegenüber Lachschon und CrowdChan. Des Weiteren erklärt Rainer, man könne ihm nun auch Pakete schicken und er freut sich sichtbar auf eventuelle Weihnachtsgeschenke. Auch klärt er auf über seine Kommentare des letzten Videos. Er behauptet, dieses Jahr Single zu sein, aber die letzten Weihnachtsfeste immer mit seiner Freundin verbracht zu haben. In seinem Weihnachtsvideo vom letzten Jahr war jedoch keine Rede von einer Freundin. An diesem Tag schrieb ein User prophetisch auf Lachschon: Der Hass auf Drache wird hier immer größer. Ich sehe schon bald die ersten Kreuzzüge nach Emskirchen aufbrechen. Am 2. Dezember erschien Vlog des Drachen Nummer 26 Webdomain. Darin erzählt er, das Wort Lügenlord in seinen YouTube-Kommentaren nun automatisch rauszufiltern. Die Domain für seine geplante Webseite drachenlord1510.de konnten ihm Hater vor der Nase wegschnappen, da er sich diese nicht rechtzeitig gesichert hatte. Am 3. Dezember lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 27 das Intro und Aufräumen hoch. Darin verlautbart er, sein Intro ändern zu müssen, da der YouTuber Gummiknödel, der das Intro zum Teil erstellt hatte, Rainer die Erlaubnis entzogen hatte, dieses weiterhin zu benutzen. Rainer, sichtlich genervt, reagiert mit Beleidigungen gegenüber Gummiknödel. Am 4. Dezember erschien Vlog des Drachen Nummer 28 Unerwartet Zeit. Darin kündigt Rainer wieder das Radiointerview in Nürnberg an und berichtet, am Samstagabend zu der Geburtstagsfeier seines Onkels eingeladen zu sein. Am 5. Dezember erschien Vlog des Drachen Nummer 29 Wochenende. Darin erwähnt er würde heute gerne in die Sauna gehen.
Am 6. Dezember schließlich wurde Rainer auf Radio Z interviewt. Am folgenden Tag erschienen Vlog des Drachen Nummer 30, Advent- und Autogrammkarten und Vlog des Drachen Nummer 31, Radio Z Interview. Dort sieht man ihn durch Nürnberg stapfen auf dem Weg zum Radiosender. Er filmt sich kurz im Studio mit dem Interviewer und auf dem Rückweg vom Interview. In den folgenden Tagen erreichte den Radiosender eine Flut von über 1000 Mails und Drohanrufen. Deswegen und auch aufgrund des fragwürdigen Informationsgehalts des Interviews wurde dieses nie ausgestrahlt. Rainer flüchtete sich zu dieser Zeit immer noch in Illusionen. Er könnte die Trolle benutzen, um seine Karriere auf YouTube zu fördern, und eines Tages würde er sie mit Hilfe seiner wahren Fans besiegen. Stattdessen hatte er eine Community aus Hatern und Trollen um sich geschart, die alles daran setzten, ihm das Leben schwer zu machen. Jede Person, mit der er in Kontakt trat, sollte ebenfalls unter den Aktionen seiner bösartigen Community leiden. Damit war klar, sollte Rainer an seinen Tätigkeiten im Internet festhalten, würde er nur stetig weiter vereinsamen.